Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um das sogenannte Smart Cargo Ladekonzept von allen Mazda CX-30. Das ist ein flexibler Ladeboden in eurem Fahrzeug, der ziemlich geniale Funktionen besitzt. Und ich habe schon gemerkt, nur die wenigsten Kunden wissen eigentlich, was man damit alles anstellen kann. Und deswegen drehen wir gerne hier mal dieses Video für euch. Für alle, denen dieser Begriff gar nichts sagt und gar nicht wissen, ob das Auto überhaupt diese Funktion besitzt, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Ich habe hier einen CX-30 und ihr seht schon, wir haben hier eine schöne, sehr, sehr flache Ladekante. Ist natürlich echt angenehm im Alltag, dass man das, was man einlädt, nicht extra nochmal hochheben muss. Das ist sehr gut und sehr rückenschonend. Aber man sieht schon so ein paar Perforationen hier in diesem Kofferraumboden. Also wir scheinen hier irgendwelche Funktionen zu haben. Wir schauen noch mal eine Etage tiefer. Das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist ja richtig cool. Haben hier unten auch nochmal eine extra Ebene, wo man was reintun kann, sei es jetzt zum Beispiel Regenschirm oder was. Und es geht sogar noch mal eine Etage tiefer, zum Beispiel ein paar Rettungswesten, ein bisschen Bordwerkzeug. Also man kann selbst ganz unten noch mal einiges verstauen. Jetzt geht es mir aber so ein bisschen um die besonderen Funktionen, was man mit diesem Ladeboden eigentlich alles anstellen kann. Und ich habe hier so mal ein paar typische Alltagsklassiker vorbereitet. Also eine Einkaufstüte, Getränkekästen und irgendwelche Kartons, wenn ihr irgendwas geschickt bekommen habt. Und all das muss natürlich hier irgendwo in diesem Auto transportiert werden. So, stellen wir uns mal so einen ganz typischen Klassiker vor. Ihr wart einkaufen, habt ordentlich was dabei. Also so eine Tüte. Was macht man normalerweise? Stellt das irgendwo ins Auto rein. Ist mir auch schon so gegangen. Dann fährt man etwas gedankenversunken in die Kurve rein, ein bisschen zu schnell. Und dann macht die Tüte das hier. Und wenn man dann vielleicht oben noch die Schlagsahne oder den Joghurt positioniert hat oder ein paar Eier, hat man meistens Glück, aber manchmal kann man eben auch Pech haben und dann schwimmt hier dann die ganze Schlagsahne im Auto, was natürlich nicht so besonders schön ist. Um das zu vermeiden, hat sich Mazda was überlegt, und zwar eben folgende Möglichkeit. Ihr nehmt hier zum Beispiel dieses Element, da gibt es hier so 2 Nuten, da könnt ihr das einfädeln, ganz einfach, hier ein bisschen reindrücken. Habt ihr jetzt eben eine Tüte, so wie ich gerade, könnt ihr die jetzt natürlich hier hinstellen, dann kann die sich zwar nur noch minimal bewegen, aber da kippt definitiv nichts mehr um. Oder aber beispielsweise, ihr habt ja 2 Tüten, dann könnt ihr das auch hier machen, da passt also locker noch eine zweite Tüte rein oder manchmal hat man noch irgendwas anderes dabei. Könnt ihr ganz genauso hier machen. Jetzt habt ihr vielleicht auch noch ein paar Getränke eingekauft. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet und ihr kennt das, die Kästen, die passen manchmal ums Verrecken einfach nicht ins Auto rein. Ich tue jetzt mal einen Kasten rein und auch wenn mir bewusst ist, dass ich hier sehr viel Platz rechts habe, ignoriere ich diesen Platz rechts mal, sondern ich will sie eigentlich übereinander stapeln. Und ihr seht schon, das geht also definitiv nicht. Ich müsste jetzt hier die Hutablage raustun und dann wüsste ich nicht genau, ob diese Kante hier nicht vielleicht an die Scheibe anstößt. Aber wir haben ja unser Smart Cargo Konzept, also vorher einfach schon planen. Einfach wieder nach links, gleiches Spiel. Und ihr seht schon, na, einhaken. So, einer und der nächste passt also auch noch hier hochkant rein. Das ist ein ganz gängiger Getränkekasten, 0,5 Liter. Also das klappt auf jeden Fall. Ja, jetzt gibt es vielleicht noch so Situationen, wo ihr ein größeres Paket gekauft habt und das soll nicht im Kofferraum hin und her rutschen. Vielleicht ist irgendwas Empfindliches im Paket enthalten oder grundsätzlich irgendwelche empfindlichen Gegenstände. Dann könnt ihr es natürlich auch da rein tun, wenn es ein bisschen größer ist. Gibt es die Möglichkeit, auch noch das hier so flach zu legen, wie ich es gerade gemacht habe. Ihr könnt natürlich diese Fläche auch noch benutzen. Funktioniert ganz genauso. Oder aber natürlich könnt ihr das auch umdrehen. Also beispielsweise hier, sehr kleiner Karton, hier rein tun. Oder ihr habt irgendwie einen größeren Koffer und noch Reisetaschen. Hier könnt ihr wirklich super mixen. Ihr habt einerseits die Möglichkeit, hier bequem ein- und auszuladen und hier noch was Höheres reinzutun. Dieses Board, was ich hier euch zeige, könnt ihr übrigens auch nochmal 180 Grad drehen. Das heißt, wenn ihr diese Funktion lieber auf einer Seite haben wollt und auf der anderen Seite, könnt ihr das natürlich mischen. Funktioniert also wirklich sehr, sehr flexibel. Und was auch noch geht, wenn ihr so was richtig Großes habt, klappt es einfach zusammen. Und hier, seht ihr schon, habe ich so ganz kompakt in der Hand. Gibt es hier rechts eine Lasche, da passt es rein, passt aber auch auf die andere Seite rein. Gehen wir auf die andere Seite, vielleicht kannst du es noch mit einfangen. Also hier ganz genauso, denn ich sehe relativ häufig, dass die Kunden es dann irgendwo zu Hause einfach liegen lassen. Muss man gar nicht machen. So, dann gibt es allerdings noch eine andere Variante, auch in Kombination mit den umklappbaren Sitzen. Und dazu gehe ich wieder in diese Position rein. Stellen wir uns jetzt hier einfach mal das Urlaubsgepäck vor, vielleicht 2 Trolleys oder ein paar Taschen, die könnt ihr übereinander stapeln. Und ihr fahrt vielleicht in Skiurlaub oder habt noch einen Kinderwagen dabei. Ihr seht schon, das ist relativ schön gemacht. Diese 2/3, 1/3 Regelung wird hier schon eingehalten. Ich klappe mal für euch unten, dann kann man das schön sehen. So,
Ja, jetzt könnt ihr hier wirklich komplett bis vorladen. Das kann sich nichts verschieben hinten, ist alles sauber aufgeräumt. Also auch wirklich eine angenehme und schöne Sache. Natürlich, wie ich vorhin schon zeigte, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch einfach raustun, weglassen. Jetzt gibt es vielleicht noch Situationen, in denen der jetzt vorhandene Platz immer noch nicht ausreicht und man braucht noch ein bisschen mehr Höhe. Kein Problem, das könnt ihr natürlich auch ausbauen. Hier einfach an diesem Faden, das nach oben die Nase, hier auch. Und das rausnehmen, das ist so eine Art, hier ist eine Art Druckknopf oder Verschluss. Einfach hier mit der Hand ein bisschen nach unten, von unten nach oben drücken, sehr sanft. Dann hakt es aus, ich zeige euch das mal. Hier ist dann also so eine Art Knubbel drin und das hakt dann schön ein. Kann man das beiseite tun. Jetzt habt ihr also schon mal mehr Platz nach oben. Wenn es noch ein bisschen mehr Platz nach hinten sein soll, könnt ihr auch das noch nach oben klappen. Da gewinnt ihr noch mal so ein paar Zentimeter. Wenn ihr jetzt aber sagt, eigentlich ist der Platz nach oben jetzt gar nicht so wichtig, es soll einfach nur diese Ablage hier weg und ihr wollt jetzt nicht irgendwie irgendwo vorne drin liegen lassen oder vielleicht in der Garage liegen lassen, dann kann man die auch mitnehmen, ohne dass es stört. Zeige ich euch auch mal. Die fädelt ihr einfach so ein bisschen ein. Und seht da hinten so eine Nut, da muss das also praktisch rein. Ein bisschen unterstützen das Ganze, hier einfädeln. So, jetzt liegt es schon drin. Und dann könnt ihr sogar hier auch einen doppelten Boden noch drauf machen, dass das geschützt ist. Bisschen reindrücken. Jawohl. Und so habt ihr also einwandfrei eure Ladeabdeckung verstaut, ohne dass man sehen kann, ohne dass es stört. Wenn man sie dann doch wieder braucht, kann man sie einfach wieder raustun und montieren. Also ich finde wirklich sehr, sehr viele sehr sinnvolle Funktionen bei diesem Smart Cargo Konzept. Würde mich freuen, wenn da auch ein paar Funktionen dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Wenn ja, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Würde uns natürlich sehr freuen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Konzept? Schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Versuchen wir natürlich immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch unser Kanal sehr interessiert, dann denkt auch dran, ihn zu abonnieren. Drückt die Glocke, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn ihr ein neues Video hochgeladen habt. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.